Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ein Jahr mit der Windham WW15. Heute unser Fazit. Wir haben jetzt die Windham WW15 ein ganzes Jahr im Einsatz gehabt. Zugegebenermaßen nicht ganz so intensiv, wie wir das ursprünglich geplant hatten. Wir hatten einfach nicht die Gelegenheit, so viel schießen zu gehen, weil wir so viele Videos für euch machen mussten. Die Schussbelastung beträgt jetzt ca. 3000 Schuss mit der Waffe. Wir haben sie nicht geputzt, wir waren auch nicht nett zu ihr, also sie wurde auch durch die Gegend geschmissen. Nicht pfleglich behandelt, sage ich mal. Das Einzige, was sie ab und zu gesehen hat, war ein Tropfen Öl auf dem Verschluss. Dazu wurde die Waffe aber auch nicht aufgemacht, also wirklich nur von außen Tropfen Öl rein. Und das war's. Wir hatten keine einzige Störung bisher. Und wir sind gespannt, wie sie von innen aussieht. Das heißt, jetzt zerlegen wir sie mal und gucken mal, dass wir sie auch sauber wieder zurückgeben können an den Hersteller. Fangen wir mal kurz mit einer Bestandsaufnahme an, so wie wir sie jetzt quasi nach einem Jahr Nutzung haben. Ihr seht, hier haben wir eine leichte Verfärbung des Aluminiums und auf der gegenüberliegenden Seite ist gerade mal hier ein Kratzer, also wirklich auch die Beschichtung ist wirklich perfekt. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Schmauchverfärbung, also alles in allem hat die Waffe das sehr gut mitgemacht. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Denn das ist, denke ich, das Spannendste. So, fangen wir mal mit dem Lower an. Standardabzug, Standard-Baukomponenten. Hier sieht man jetzt eine leichte Verschmutzung, aber jetzt nichts, was irgendwie weltbewegend wäre. Das ist wirklich ja, selbstreinigendes System, sage ich mal grob. Das passt alles wunderbar. Was hier ein bisschen kratzig geht, das hört man vielleicht, ist hier der Verschlussfanghebel. Aber da, wie gesagt, ein Tropfen Öl drauf und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ich würde jetzt einmal kurz mit WD-40 drüber gehen, abwischen und dann entsprechend nochmal einen Tropfen Öl drauf, wie ich es gerade gesagt habe. So reinige ich eigentlich immer meine Systeme. Gerade hier auch beim Lower muss man, denke ich, auch nicht viel mehr machen. Bei einer höheren Schussbelastung hätte ich jetzt vielleicht auch nochmal hier die Buffer-Tube geöffnet, beziehungsweise die Feder mal rausgeholt und nochmal sauber gemacht. Das ist jetzt hier aber wirklich nicht notwendig. So, Tropfen Öl hier drauf. Das war ein ordentlicher Tropfen. Gleich wieder ein bisschen was runterwischen. Und schon läuft es wieder sauber. Ja. Auch hier der Standardsicherungshebel, kein Problem. Für mich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, wegen den 90 Grad. Aber das ist ja wie gesagt auch eine Komponente, die man ohne weiteres austauschen kann. Und selbst hier der Standardabzug, der hat wirklich einen super guten Job gemacht. Ja, den Lower putze ich gleich nochmal. Das ist jetzt ja für unseren Bericht hier irrelevant. Viel wichtiger ist doch mal Lauf und Verschluss. Das ist das, was euch wahrscheinlich interessiert. Wie sieht so ein Verschluss aus? Also ihr seht, da ist schon hier eine dicke Dreckspur drauf. Habe ich auch schon mal schlimmer gesehen, aber wir haben jetzt da auch nicht unbedingt mit der Ultra-Trex-Munition durchgeschossen. Da gucken wir doch mal jetzt, ob wir irgendwelche Beschädigungen am Verschlusskopf haben als allererstes Mal. Holen wir mal den Verschluss raus und schauen uns den mal an. Und auch der Firepin ist natürlich hier. Also der sieht natürlich auch gut schwarz aus, aber wie gesagt, hätte ich auch schlimmer erwartet. Schauen wir uns mal an, irgendwelche Beschädigungen hier sind. Keine Beschädigung,
kein Rost. Ne, also das ist wirklich tipptopp. Dann gucken wir uns mal an, wie das ganze System denn wieder läuft, wenn es zusammengebaut ist und sauber ist. Aber das müsst ihr euch jetzt ja nicht angucken, wie ich das jetzt hier sauber mache. Wie ihr sehen könnt, der Lauf ist natürlich nicht groß in Mitleidenschaft gezogen worden. Na gut, 3000 Schuss ist jetzt auch nicht so die Monsterbelastung. Also hier seht ihr kaum Ablagerungen. Das Patronenlager sieht schon ein bisschen anders da aus. Hier sieht man auf jeden Fall Ablagerungen von Dreck und Schmutz. Das müssen wir auf jeden Fall putzen. Aber auch hier keine nennenswerten Unreinigungen, würde ich mal sagen. Die AR-15 läuft natürlich am besten nass. Das heißt hier beim Verschluss nicht mit Öl sparen. Ich benutze hier am liebsten Frog Loop. Da mache ich immer hier an die Dichtungsringe vorne was drauf. Ein bisschen was auf den Körper. Ein bisschen verteilen das Ganze. So. Und dann können wir das auch hier wieder entsprechend einsetzen. So. Jetzt brauchen wir noch den Firepin. Auch dem verpassen wir nochmal einen Tropfen. Wirklich nur einen Tropfen Öl. Der kommt dann auch wieder rein. Na. So, jetzt ist er drin. Zum Schluss noch mal kurz geschaut, aber das hört sich gut an und sieht gut aus. Dann das ganze System noch mal außen ein bisschen einreiben. So, das gleiche machen wir auch hier. Überall, wo Metall mit Metall in Verbindung ist, entsprechend. Und dann können wir das ganze Ding schon wieder einsetzen. Einmal kurz geprüft. Funktioniert wunderbar. Unser Fazit zur Windham WW15. Eine sehr, sehr gute Waffe, also gerade für das, was sie kostet. Alles nach Millspec gefertigt, geniales Teil. Wirklich sehr zu empfehlen. Also ich glaube, es gibt neben Savage und Windham keinen, der so günstig einen AR-15 anbietet und dafür so eine gute Qualität abliefert. Natürlich auch für alle, die irgendwie ihr AR-15 oder planen, AR-15 aufzubauen oder abzugraden. Stichwort ganz wichtig, neue Waffengesetze beachten, wesentliche Teile. Ich blende euch unten noch einen Link dazu ein. Hier, die Windham eignet sich natürlich auch hervorragend dafür, um sie aufzubauen. Ja, wie sie hier kommt zum Beispiel von MGB Strategic, seht ihr auch schon, die ist ja auch schon nicht mehr Standard. Da ist ja schon BCM, MACPUL, nochmal MACPUL und UTG dran. Kann man wirklich perfekt mit der Windham machen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Helmut Hoffmann und an MGB Strategic, die uns dieses Projekt ermöglicht haben. Wir geben die Waffe jetzt wieder zurück und ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich blende euch den Link unten ein zu beiden, beziehungsweise ich schreibe es in die Kommentare, damit ihr euch da auch nochmal schlau machen könnt, falls ihr erwägt, eine Windham zu erwerben. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Habt ihr noch Fragen zu Windham? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Den anderen Kram kennt ihr schon, Glocke klicken und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.